Und damit herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Wir schauen uns heute die Unreal Engine 5 Tech Demo an von The Witcher 4. Gezeigt wird das Ganze auf einer PlayStation 5, also auf einer normalen PlayStation 5, nicht mal der Pro-Variante, sondern die ganz normale. Und ich bin echt gespannt, wie das jetzt hier aussieht. Is he? The ploughing plonker. Break me pearlies on this blasted pit-ridden tract. Where's Fear not dry room? Aye, the devil's out there! Just running from! Da ist Siri. Almost had me fooled, Fruin. Wow. Was ein Panorama. Da sind sie. Und die Musik passt auch wieder super gut. Thank you everyone, and welcome to the State of Unreal at Unreal Fest Orlando. We're here to show you what's next with Unreal Engine and so much more. We are thrilled that you're able to join us. Thank you. But Ich freue mich auch, habe lange drauf gewartet first things jetzt. first, I'm here with Sebastian and Kitek from CD Projekt Red. We have a lot to talk about. Hey guys. Hey. Thank you, Wyatt. Thank you, Wyatt, and hello, everyone. With The Witcher 4, we're stepping things up. And to do that, we needed the right partner. One that truly understands that great open-world games are all about art and technology coming together. Yeah, and look, our goals are completely aligned here. And around the launch of UE5, your awesome team at CD Projekt Red announced a collaboration to make open-world development in Unreal even better. And it's an opportunity, we just couldn't pass it up. So we've been working on a technical demo together to achieve just that. I think we should take a look at it. You guys ready? Gerade hier gucken. Born ready. Kitek is going to play the build for us. Sure, let's do it. Und gerade hier. Und das ändert nichts. Und wieder 4K. Oh, hoffentlich habe ich mich das nicht This zerschossen. is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. What you just saw, and are going to das see sieht schon now, so geil is running aus. on a standard PlayStation 5 at 60 FPS with ray tracing. Ja, Standard. Die So in the vollkommen game, normale you'll be playing as Ciri, PlayStation a 5. professional monster slayer, a witcher. She explores the world and hunts down monsters for coin. The region we are in is called Kovir, and you'll get to explore it in a game. Alter, Right now, der spielt das Ciri's gerade auf einer investigating the Standard monster, and PS5. after Wie gathering geil its sieht loot, das bitte she's aus? heading back to a nearby village.
Die Vegetation Alright, auch, everyone. ne? Guck dir mal die Kelpie. Nadeln da an dem Baum. Let weeds be weeds, Kelpie. So just like Geralt the Roach, Ciri has her own loyal companion. Die Haare vom Pferd. We return to town. Sie natürlich mehr, das hat man im Teaser schon gesehen, These dass two das aber... characters need to feel like one. Since you're gonna explore the world on horseback, riding needs to feel seamless, natural, and just fun. Yeah, and to support that, we're introducing multi-character motion matching in Unreal. So Ciri and Kelpie, they're perfectly synchronized when mounting from any angle and speed. Oh, And we interessant. also support root motion movement on Kelpie, so controlling her feels realistic and grounded. And there are also some really nice improvements to our Unreal Chaos Flesh Solver and these machine-learned deformations. So you've got realistic muscles moving and stretching under Kelpie's skin without compromising the performance. Die Hinterläufe. Guck mal. Die Muskeln. Alter. Ja, es ist schon beeindruckend eigentlich, was die da rausholen noch aus einer Engine dann. So let's leave Ciri behind for a second and talk about the world itself. Standard PS5 und die So holen das nur much mit der of the Unreal Witcher Engine 5 world raus. is natural, organic, especially Kovir with its dense forest and wild nature. Yeah, and wild nature is hard. And with nanite geometry, we've freed artists from so many of their old constraints. But we don't want to rest until everything we do in Unreal has that same spirit of freedom. There's always more work to do. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce nanite foliage. Was denn? And in order to achieve gorgeous foliage density everywhere, while still being memory Weiß jemand, was efficient, das ist? fast to render, we believe that a new idea was needed. Der Bär links. So instead of the same card approach we've been using for the past 20 years, artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf and pine needle. Alter, And Alter. the old LOD das tricks ist- of the past, they needed a complete rethink. And in their place, it's a new adaptive voxel representation in nanite. It's volumetric, it's fully 3D, it is super also fast to jeden, render. das ist eine And these Technologie, um dense clusters of jeden triangles turn einzelnen into these cubes, which at a Bestandteil distance, they're no larger than a pixel, darzustellen. and they react to the changing light of our dynamic sun and our shadows, and they allow artists to render whatever amount of foliage is needed to achieve their vision without compromise. And no compromise means how ambitious we are when it comes to bringing our vision to life with incredible visuals. But more than that, together with Epic, we created faster way to load the world. We can now bring in more content more quickly for the smoothest possible experience as we fly down to catch up with Ciri. Okay. Also wenn so die Spiele aussehen, die jetzt aber rauskommen, dann ach du Scheiße, dann wird das heftig. Welcome to Valdrest. So Valdrest is a port town, a hub for fishing, trade and mining. It's one of those places where you can meet shady characters schon or viele overhear gossip NPCs. from other lands. It's also where Ciri took on her current contract. Die Farbgestaltung ist auch Let's schön. leave Kelpie here and explore the marketplace and food. Es sind wirklich viele NPCs jetzt da, oder? So im I'm Vergleich zum so Trailer. excited we can finally show you some of this stuff. Let's see what Valdrest has to offer. Alter. NPCs reagieren auf dich? I present him with a fish. For the furry rascal will often wink, and the bear's weight grants good fortune. Alter, hier sind richtig viele Leute. Cool. Guys, notice how Okay. responsive the world is. Character actions directly affect what happens around you, sometimes even setting off chain reactions. Everything is working together. Oh. Das hat ja dann schon so ein bisschen Bethesda-Feeling, ne? À la Oh, Skyrim look oder at this generell poor in das gentleman being taught how to fly by an angry innkeeper. That's what happens when you cheat at Gwent. Zwerge, cool. Also man kann quasi, die Charaktere reagieren auf dich, wenn du da rumläufst. Und wenn du jetzt, wie zum Beispiel den Typen da vorhin mit der Apfelkiste, wenn du den anrempelst, dann kann das auch eine Kettenreaktion auslösen. Das ist dann der nächste, was sich auch noch in den Reihen stürzt oder so. Oh cool, mit Humbeln und so, ja. Like you probably suspect, he has his own agenda in all of this. You're off your tits again, Wilfred. Get your ass up.
Hier sind jede Menge NPCs. Ich glaube, das war im A typical Dreier day's nicht. toil. Who in? Ah, Witcheress. What news of my wagons? Witcheress. No eternity is taking that damn salt to arrive. I found them. And, well, suffice to say, they'll not reach you. As for the salt, I found not one speck. I presume this comes as no surprise to you. Now. Kavir's smuggling trade is of no concern to me. Shush, shush, shush. The manticore that flattened your cart and devoured your men, quite the opposite. Manticore? No, them winged hellspawn dwell in the arse end of Creighton, not here. While Siri decides what to do about that merchant, let's take a look at the character technology that powers this marketplace. Why don't we listen in on these fishmongers? They're selling their wares, chatting up customers. Morning, catch this is. Won't find none fresher. We'll get you ladies after one of them. Get this Die haben also Tagesabläufe. Ja? So verstehe ich das jetzt. Something more. Got mackerel cod, all Braxton's finest. And there is tons of tech to play here, even in a simple market stall. Metahuman tools, improved Unreal smart objects, chaos cloth, and more. Yeah, Ja, das sieht man oft nicht, wie viel eigentlich dahinter steckt dann an Technik und Arbeit, damit die quasi einfach so einen Tagesablauf haben. Yeah, and closing that gap, it's not just about fidelity, right, but also authenticity. They should react to changes in the world around them. But the prisoner in Pillory isn't exciting enough for wild rest. Let's grab everyone's attention with a circus. Okay, da gibt es auch unterschiedliche. Ja klar, das ist ein bisschen alles. Das sind so kleine Details, die halt die But the great Immersion dann nochmal performance deserves intensiver a machen. huge crowd though. Let's crank it up. Das wird oft gar nicht so honoriert, eigentlich, was da alles dann dahinter steckt, eigentlich an Programmierung oder an Design auch schon. Ne? Und wow, jetzt fühlt sich das you are aber. seeing tons of optimizations here to many of Unreal systems, including an entirely Wow, was sind new das viele NPCs? Unreal animation framework, allowing us to fit easily in our 60 FPS budget, not just in rendering, but also with room to spare on the game thread. Over 300 animated skeletal mesh agents all going about their business. Wow. And the whole point is to leave breathing room for developers like Brücke you oder to introduce überall. the gameplay and the systems that your players expect, empowering you to make your worlds come to life without Unreal standing in your way. You are right. That's the open world RPG that we're making. But before we wrap up, how about one final check-in with Siri? Das ist Wahnsinn. We are making this game to be the most immersive and ambitious open world Witcher game ever. And we are making this a reality thanks to our work on Unreal Ja, with the team. Marketinggerede jetzt, aber ich meine, dem glaube ich das. I think what we're doing together is going to bring in a new generation of open world RPGs. Wenn ich And I'm das hier sehe. so proud of what we accomplished so far. We Ja, are da kann man too. auch stolz sein, wenn man das hier sieht. So we're almost done, but before we go, here's a small gift for all Witcher fans. Ja, bitte. A first look at Lanexeter. Leute, wenn das so aussieht. Onward, Kelpie. Ich meine, es ist eine Tech-Demo, ja klar, ne? Es ist nicht bestätigt, das ist dann so, aber wenn. Oh mein Gott. Boah, sah das gut aus. Und die kleinen Details, wie gesagt, man honoriert das oft gar nicht so, aber wow. It's that Was ist time. denn das jetzt hier? Nein, das will ich nicht. Ja, man honoriert das oft gar nicht so. Aber ja, gehen wir nochmal zurück. Das war jetzt schon echt heftig. Das war echt heftig. Wie das hier alles gemacht war. Na, die Prämisse hier auch wieder. Ich meine, Cutscenes, klar, das können sie. Almost Gehen wir had me gerade nochmal fooled. hier hin. Wo war das denn? Hier. Ein bisschen weiter. Gut. So. Da, guckt euch das mal nur das hier an. Das ist schon ein Wallpaper für den Desktop. Definitiv.
oder für Hintergrund an der Xbox oder Playstation oder wo auch immer ihr spielt. Ja, auf jeden Fall diese Technologien, die da erklärt haben, dass jeden einzelnen Halm oder jede einzelne Nadel, auch jeden Aster mit diesem nichts, Technologie, wie auch immer, da kenne ich mich nicht aus, dass sie das da machen können. Hammergeil. Und so viele kleine Details dann, ne, wie das hier war mit den Muskeln vom Pferd, was das sich alles, worüber man sich da Gedanken macht bei so einer Spielentwicklung, da bin ich halt überhaupt nicht drin. Ich arbeite ja nicht in dem Sektor, aber ne, das muss man sich mal überlegen, über was die sich da alles Gedanken machen. Auch wie das Pferd aussah, also muss ich auch mal sagen, das Pferd sah schon richtig heftig aus. Ich meine, ihr Gesicht ist auch super animiert, aber hier, ne? Das hier schon, so kleine Härchen, die Zähne, ne, die Wimpern, man sieht die Muskulatur so ein bisschen, das Haar ist gut gemacht. Also wirklich. So just like Geralt the Roach, Ciri has her own loyal companion. Das ist schon geil, das ist wirklich schon heftig. Also Chaos Flesh Solver and these machine learned jede deformations. Muskel. Seht euch das hier an. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich glaube, also wenn so Spiele der Zukunft aussehen, mit den Technologien und diesen Sachen, ne? Sieht man da nochmal den Bären. Den würde ich nochmal zeigen. Da ist der Bär. Läuft da rum. Gucken wir nochmal, wo der aus dem Wald kommt. Kurz laden. Aber wenn so die Spiele der Zukunft aussehen, wow, da geht's uns echt Still gut. being memory efficient, fast to render, we believe that a new idea was needed. So instead of the same car. Sehr, sehr cool. Ja, und auch wie das hier halt gemacht ist, ne? Also wenn die hier durchläuft. Und so, das ist schon heftig. Also viel mehr NPCs als beim Dreier. Die haben Tagesabläufe, kleine Events wie das mit dem Bären hier, der jetzt hier gerade vor dem war. Die machen alle irgendwas, also die haben schon so ein bisschen die Details geachtet, da die Vasen. Diese Events hier. Lässt ihn vielleicht wegschubsen. Hier, jetzt remmeln sie gleich den an. Das kann alles Kettenreaktionen nachziehen, wie man das bei Bethesda-Spielen kennt. Ne? Skyrim, Elder Scrolls generell und so weiter. Jetzt könnte zum Beispiel noch einer in den reinlaufen. Keine Ahnung, der Äpfel hat den Hahn getroffen, der fliegt da hoch, irgendwas passiert. Ja. Da, das Kind sammelt jetzt die Äpfel auf, nur weil wir den angeremmeln. Das hätte es nicht gemacht, wenn das nicht passiert wäre. So Sachen, das ist so immersiv. Das mit dem Fischhändler, was die da dann alles erklären. Hier mit dem Stand, dass da dann auch Baden spielen können und so, ne? Auftritte. Dann sammelt sie eine Menschenmenge. Unheimlich cool gemacht, wirklich. Also, ich muss echt sagen, ich habe mich schon gefreut auf das Spiel. Und jetzt freue ich mich umso mehr. Ja, also das ist ja wirklich, das ist der absolute Hammer. Und gerade nochmal hier mit dem Abschluss, dann zeigt man mir das Bild. Genau. Witcher 4. Wahnsinn. Ja, mehr bleibt ja nicht zu sagen, wie einfach nur Wahnsinn. Krass. Wie gesagt, es ist eine Tech-Demo, wurde gerade gespielt oder gezeigt auf einer normalen PlayStation 5, keine Pro, die stinknormale PlayStation 5 war das, wo der drauf gespielt hat, kann man es ja jetzt nicht nennen, aber das vorgeführt hat. Ja. Bin super gespannt auf das Spiel. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.